Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Ähm, Mein erster, allererster Livestream heute. Und es hätte nicht komplizierter sein können. Unglaublich. Ich war gerade noch tanken, dann beim Bäcker, habe mir noch eine kleine Brezel gekauft und was zu trinken. Und jetzt geht's endlich los, nachdem der Stream eingestellt wurde. Ich werde versuchen, heute öfter zu streamen und euch so mehr mitzunehmen auf die Reise zu einem Lost Place. Ähm, Meine Software sagt, es funktioniert. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Es ist niemand da. Ich spreche momentan noch ins Leere, aber das macht nichts. Ich fahre jetzt einfach mal ein Stück und schau, was passiert. So, da vorne geht's auf die Bundesstraße und dann geht's los. Gestern habe ich noch nicht mal gewusst, dass ich heute losfahre. Und das kam sehr überraschend, aber macht voll Sinn, weil es ist mega tolles Wetter. Es ist so sonnig. Es ist fast schon zu warm. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich ein bisschen das Fenster aufmache, ob die Geräuschkulisse dann zu krass wird. Aber ich versuche das dann einfach mal für mich, dass ich ein bisschen Luft bekomme. Ui, ui, ui. So, hier kommt die Bundesstraße und dann sind wir demnächst. Naja, die Fahrt dauert so 1,5 Stunden. Ich habe mir was ausgesucht. Das soll ein alter Bauernhof sein. Ich weiß aber nicht, ob es das tatsächlich dann letztendlich ist. Aber es soll ein alter Bauernhof sein, der schon mächtig zerfallen ist, aber es soll noch viel drin sein. Und die Bilder, die ich gesehen habe, die sahen richtig gut aus. Man muss aber vorsichtig sein. Das ist das ganz Normale, was du tun musst, wenn du in so ein Lost Place gehst. Du musst es so ein bisschen ausbaldobern. Ist das gut oder ist das schlecht? Trägt der Boden mich oder ist die, Entschuldigung, die Treppe noch in Ordnung? Aber über das können wir kurz sprechen. Und zwar machen wir mal das Fenster zu. Vielleicht ist es dann besser von der Geräuschkulisse. Ähm, Was mache ich, wenn ich auf ein Lost Place gehe? Ich gehe dahin und schaue mich erstmal um. Liegt der fernab oder liegt er mitten in der Stadt oder liegt er am Stadtrand? Mir sind Plätze lieber, die nicht so ganz ähm, publik sind. Publik heißt, da ist viel Lauf, also da sind viele Leute am Laufen, aber das lässt sich manchmal nicht ausschließen. Und dann gehe ich da rein, also hin, gucke mir das alles ganz genau an, schaue, ob tatsächlich auch, ob Wildkameras da sind oder ob es Video überwacht ist oder irgendwas. Es sind mega viele Lost Places zwischenzeitlich Video überwacht. Man hat da fast keinen Zutritt mehr, egal ob es jetzt eine wirkliche Überwachung ist oder auch eine Sicherheitsfirma bei größeren oder bei Firmen, die leer stehen oder auch Villen, die leer stehen.
Dann schaue ich mich um nach einer Stromversorgung, ob es überhaupt noch Strom gibt, der dahin führt. Manche prüfen das mit dem Lichtschalter, ob das Licht noch geht oder ob der Zähler noch läuft. Das würde aber nicht heißen, dass die Wildkameras abgeschaltet sind. Und auf die kommt es ja natürlich auch an. Wenn das alles geklärt ist für mich, ich bin da sehr vorsichtig, übervorsichtig vielleicht schon. Wenn das alles geklärt ist, gehe ich da rein und schaue mir das Gebäude an. Ich schaue mir das Gebäude natürlich schon vorher an, gucke, ob Teile eingestürzt sind oder so. Und auch, wie ist der komplette Zustand? War da schon Hinz und Kunst drin und das Gebäude komplett eingesprüht, komplett zerstört? Zerstörung ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn das nicht so ist und wenn es nur ein wenig ist, dann, äh, dann gehe ich rein und schaue mir das ganze Ding an. Aber du bist immer auf der Hut, dass du nirgends hängen bleibst, dass ähm, deine Schritte mit Vorsicht gemacht werden, sozusagen. Weil wenn du alleine gehst, so wie ich oft, dann zählt Vorsicht mehr. Und du solltest dann nirgends einbrechen oder irgendwie, keine Ahnung, einen falschen Schritt machen, dass du da kaputt gehst. Dann. Das macht keinen Sinn. Aber wenn es ein cooler Lost Place ist, dann macht das richtig Spaß. Man kann echt Geschichte mitnehmen von den Menschen, die dort gelebt haben. Man kann oftmals das Ganze zeitlich datieren durch Dokumente, die rumliegen oder auch durch Zeitungen, die rumliegen oder Kalender, die an der Wand hängen. Das ist. Ich habe ein Video von einem alten Gutshof und da war das so, da konnte man mit einer Zeitung erkennen und circa, ob das jetzt tatsächlich die Zeit war, aber er sah wirklich so aus und es war auch ein Teil von den 3 Gebäuden, die das waren, war einer schon komplett eingefallen. Von daher muss man immer ein bisschen genauer hinschauen, was da los ist. Meine Fahrt dauert so circa 1,5 Stunden. Ich werde nicht die ganze Zeit live sein, aber ein Teil davon. Und wenn das von Interesse ist, und das könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn das von Interesse ist, dann werde ich auch live mit reingehen und so eine Übertragung machen. Natürlich ist es davon abhängig, wie gut auch die Verbindung ist. Es ist ja eine mobile Verbindung. Momentan ist es noch eine 5G-Verbindung, aber wenn die absackt, wenn das außerhalb ist, dann stoppt das Ganze und das macht keinen Spaß, wenn es nur macht. Ich habe mir 3 Plätze ausgesucht. Also es ist ein altes Bauernhaus, es ist eine alte Gärtnerei und eine Burgruine, die ich da besuchen möchte. Und mal schauen, wie weit ich komme. Jetzt fange ich beim Bauernhaus an. Der Tag ist optimal. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich den Livestream zum Laufen gebracht habe. Wie gesagt, mein erster. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Was ich auch gerade festgestellt habe, dass das Sprechen, sich ein bisschen konzentrieren und Autofahren ist nichts ganz so einfach. Man muss da schon ein bisschen ein Auge haben für alles.
So wie jetzt, wenn einer vorbeidüst. Ja, beim Bäcker war ich auch, habe eine Brezel geholt und was zu trinken. Was ich auch immer mitnehme, sind, also ausrüstungstechnisch, sind mehrere T-Shirts. Man sollte nicht glauben, wie schweißtreibend so ein Lost Place sein kann. Ja. Also kauen und sprechen ist noch viel schwieriger für mich. Ich weiß, dass es viele Streamer machen und ich habe noch nie verstanden, wieso und wie sie das machen überhaupt. Ich hoffe, es sind die Schmatzgeräusche nicht zu hoch. Wer an diesem Wochenende noch ein bisschen was von mir sehen möchte, der kann gerne meine letzte Reaction anschauen. Da war ich, da habe ich ein Video gesehen von Outdoor Abenteuer Urbex, Abenteuer Outdoor Urbex von Dirk und der hat seinen ersten Overnight gemacht und da habe ich darauf reagiert und das war, der hatte sein 1000 Abo Special und das war richtig gut. Das hat er richtig gut zusammengeschnitten. Es hat immer die Spannung hochgehalten. Also, wenn ihr was am Wochenende noch schauen wollt, schaut euch dieses Video. So, ich sehe da vorne kommt ein Parkplatz. Dort werde ich noch kurz einbremsen, denke ich. Aber es sind tatsächlich noch, naja, 1 Stunde 10, bis ich am gewünschten Ort bin. Ein bisschen langsamer hier. Geschwindigkeitskontrolle, da habe ich keinen Bock drauf. Kostenlose Fotos. Ähm, Okay, alles gut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Dann werde ich die später beantworten oder sie im nächsten Stream erwähnen. Parkplatz, Schatte, Schatten, Schatte. So. Wow, 5 Leute, so ganz ohne Brille ist es für mich echt schwierig. Ähm, Danke vorerst mal fürs Zuschauen. Ich werde nachher nochmal einen Stream starten und vielleicht gegen später nochmal, wenn ich angekommen bin und auch vielleicht vom Lost Place selber. Mal schauen, wie die
ähm, wie die mobilen Daten dort so sind, dann würde ich mal sagen, bis später.